Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors und heute mit einem besonderen Video. Habt ihr euch mal gefragt, wo ist überhaupt Lions v Cross? Ja, was ist mit den Geschichten? Wann wird das mal geupdatet? Kommen neue Helden? Müssen die Wale bald wieder Geld für neue Fahrzeuge ausgeben? Ja, wie entwickelt sich das Spiel bis zum Ende des Jahres? Was passiert? All diese Fragen habe ich den Entwicklern gestellt. Ihr bekommt hier die Antworten in diesem Interview und ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was für Fragen hättet ihr den Entwicklern gestellt? Sind die Antworten okay für euch? All das schreibt gerne in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, wir schnacken auch nicht lange. Wir gehen rein in das Interview. Bis gleich. Viele Spieler fragen sich, wann kehrt Lions v Cross zurück? Und falls ja, könnt ihr schon Details sagen? Lions v Cross wird derzeit überarbeitet und wird in absehbarer Zeit nicht zurückkehren. Die Belohnungen aus diesem Event wurden nach und nach auf andere Events übertragen. Außerdem ist geplant, den Heilungsbonus für Verwundete, den Lions v Cross ja bot, künftig in andere Events bereitzustellen. Ja, also für all diejenigen, die sich Lions v Cross zurückgewünscht haben, es wird sehr bald kein Lions v Cross geben. Das Event ist in Bearbeitung, die Belohnungen und den Heilungsbonus haben die Devs halt auf andere Events ausgeweitet. Wir kommen zur nächsten Frage. Wird es in Zukunft neue Helden und Fahrzeuge geben, auch solche, die für Free-to-Play-Spieler zugänglich sind? Die Entwickler haben geantwortet, derzeit gibt es keine Pläne, in naher Zukunft neue Helden oder Fahrzeuge einzuführen. Wir arbeiten jedoch weiterhin daran, den Zugang zu einigen bestehenden Helden zu verbessern. Okay, also die Wale brauchen keine Angst haben, sie müssen in Zukunft kein Geld ausgeben für neue Fahrzeuge oder für neue Helden. Die Free-to-Play-Spieler bekommen einen besseren Zugang zu den bestehenden Helden. Das klingt schon mal sehr gut, also Ezekiel kann kommen, oder was? Nächste Frage. Was war der Hauptgrund dafür, das Speer zum Turnier durch Band of Honor zu ersetzen? Die Entwickler haben geantwortet, das Hauptziel war es, mehr Spielern die Teilnahme und den Erhalt von Belohnungen zu ermöglichen. Dieses neue Format erleichtert uns auch die Organisation weiterer Events und erlaubt mehr Vielfalt im Competitive-Bereich für die Zukunft. Es ist aber zurzeit noch ein bisschen, fehlerbehaftet. Wir müssen gucken, was die Zukunft bringt. Ich persönlich habe noch kein Spiel gespielt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem neuen Event haltet. Ist eigentlich eine coole Idee, wenn das fehlerfrei funktionieren würde. Nächste Frage. Kommen wir zu den Tieren. Wird es irgendwann möglich sein, legendäre Fähigkeiten von einem Hund zu entfernen und auf einen anderen Hund zu übertragen? Die Entwickler haben geantwortet, das Entfernen von Haustierfähigkeiten ist ein grundlegender Bestandteil des aktuellen Systems und wird daher nicht geändert. Ja, schade. Also wenn du aus Versehen einen goldenen Skill hast, den du dir hart gespart hast oder durch Geld gekauft hast, hast ihn aus Versehen im falschen Hund reingepackt, gibt es weiterhin nicht die Möglichkeit, diesen Skill aus dem Hund rauszunehmen und den auf einen anderen Hund zu übertragen. Finde ich ziemlich schade. Ich hätte da vielleicht eine bessere Antwort gewünscht oder vielleicht mal ein Update, wo das möglich wäre. Gut, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Kommen wir zu der nächsten Frage. Eine der häufigsten Fragen ist, werden in naher Zukunft T11-Truppen sowie höhere Gebäudestufen eingeführt? Die Entwickler haben geantwortet, es gibt derzeit keine Pläne, T11-Truppen einzuführen. Aufgrund der Kampfmechaniken würde eine Erhöhung der Truppenwerte die Lücke zwischen den Spielern deutlich vergrößern. Auch hier wieder eine Absage, also T11 Truppen oder auch höhere Gebäudelevel wird es auch dieses Jahr und in naher Zukunft nicht geben. Nächste Frage. Gibt es Pläne, die ruhigen Phasen einer Season spannender zu gestalten? Die Entwickler haben geantwortet, wir arbeiten derzeit daran, das Problem zu beheben, dass Season Finals zu früh stattfinden. Zudem bereiten wir die Einführung weiterer weltweiter aktiver Events vor, um das Spielgeschehen spannender zu gestalten. Okay, das klingt aber interessant. Weitere weltweite Events? Ich bin gespannt. Also wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, könnte das sein? Na, also die Antwort macht so ein bisschen Auge, und zwar Auge auf uns alle Spieler, weil wir natürlich gespannt sind. Kommen wir zu der nächsten Frage. Wird es ein Update für Tales geben und falls ja, werden die Belohnungen dem aktuellen Stand des Spiels angepasst? Die Entwickler haben geantwortet, derzeit gibt es keine Pläne, die PvE-Inhalte zu aktualisieren. Ja Leute, Tales bzw. Geschichten bleibt so wie es ist. Keine höheren Belohnungen, keine weiteren Karten zum Bespielen, also alles bleibt beim Alten. Viel Spaß bei der nächsten Frage. Könnt ihr uns einen Ausblick oder eine Roadmap für dieses Jahr geben? Die Entwickler haben geantwortet, in diesem Jahr setzen wir uns besonders dafür ein, das Spielerlebnis für kleine Spieler zu verbessern. Außerdem arbeiten wir daran, mehrere Probleme im saisonalen Gameplay anzugehen, darunter die Verwaltung von Band of Honor, die Langeweile während Friedenszeiten und unklare Regeln bei Gebietskämpfen. Darüber hinaus entwickeln wir spannende neue Inhalte. Bleibt dran. Okay, also Sie möchten
das Spielerlebnis verbessern für kleinere Spieler. Sie wollen die Clankriege, ja, also auf der Karte, ein bisschen verändern. Die Veränderung haben wir schon gesehen. Den einen gefällt's, den anderen nicht. Könnt ihr dazu auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Langeweile während den Friedenszeiten, also wenn ihr einen NAP habt oder die Season ist schon sehr früh entschieden. Ich bin gespannt, was die Entwickler da zaubern werden. Ihr könnt gespannt sein, ich bin's auf jeden Fall. Und wir kommen mal zu der letzten Frage. Habt ihr eine Nachricht an alle Spieler da draußen? Die Entwickler haben geantwortet. Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung und euer Engagement in TWD. Eure Leidenschaft bringt Leben und Spannung in die Welt von The Walking Dead Survivors. Wir werden weiterhin unser Bestes geben, um noch fesselndere Inhalte und ein strategisch tiefgründigeres Spielerlebnis zu bieten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit jedem Überlebenden eure legendären Geschichten in dieser Welt voller unendlicher Möglichkeiten zu schreiben. Okay, das waren die abschließenden Worte der Entwickler. Das waren jetzt auch die 9 Fragen. Ihr habt die Antworten gehört. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, seid ihr mit den Fragen zufrieden? Seid ihr mit den Antworten zufrieden? Was für Fragen hättet ihr den Entwicklern gestellt? Ja, und ich bin gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit dem Interview. Einige Antworten waren leider zu kurz. Ich hätte mir da mehr ausführlichere Informationen gewünscht. Ansonsten kann ich nicht viel dazu sagen. Wir müssen es abwarten. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Spiel. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Euer Soldei. Ja, das Entwicklerinterview. Gut, da haben wir es. Tschüss.